Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video werden wir diese Libellen hier zusammen zeichnen, beziehungsweise ich zeige diese Libelle. Und hier sind einfach nur zwei weitere Farbbeispiele. Und ihr seht schon, wir haben ein wenig umgeräumt. Ich habe einen neuen Hintergrund, wenn ich mich vor der Kamera zeige. Und ich möchte mich nochmal bei all denen bedanken, die meinen Kanal immer unterstützen, den Kanal abonniert haben, die Videos schauen, liken, kommentieren und auch mit anderen teilen. Denn das hilft einfach mir und meinem Channel weiter zu wachsen. Also vielen Dank dafür, und wenn du meine Videos schaust, dann denk doch einfach mal darüber nach, meinen Kanal nicht auch zu abonnieren, und klick dann auch gerne die Glocke an, dann verpasst du auch nichts Neues mehr. Aber nun zurück zu den Libellen. Also schnappt euch euer Papier, eure Stifte und eure Aquarellfarben und dann kann es auch schon losgehen. Damit ihr wisst, was auf euch zukommt, zeige ich euch jetzt mal die Libelle, die wir heute malen und vorzeichnen werden. Also es ist eine Libelle im losen Stil sozusagen, also nicht sehr detailreich, aber sehr farbenfroh. Und ich denke, das Video ist auf jeden Fall für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Also zeichnet und malt natürlich gerne mit. Für die Vorzeichnung mache ich mir jetzt erstmal ein flaches X, markiere mir den Mittelpunkt und dann die Spannweite sozusagen von den Libellenflügeln. Messe also vom Mittelpunkt jeweils 5 cm ab, von links nach rechts. Und für die unteren Flügel mache ich das gleiche und nehme hier jeweils 3,5 cm. Ihr könnt natürlich auch eine andere Spannweite wählen, also ganz wie ihr möchtet, wie groß eure Libelle nachher auf dem Papier dargestellt sein soll. Achtet dabei nur darauf, dass die unteren Flügel ein klein wenig kleiner dann sind. Bei den oberen Flügelpaar male ich am unteren Bogen eine kleine, ich sag mal, Kerbe oder Beule ein, einfach um die Form so ein bisschen besser darzustellen. Dort, wo das X sich kreuzt, male ich schon mal den Körper von der Libelle ein. Also dieses eine Segment, sage ich mal. Also ich nenne das jetzt mal Segment. Nun gehe ich nochmal die Form von den Flügeln nach und male dann schon mal diese einzelnen oder die hauptsächlichen, ich nenne sie Äderchen, ein. Das soll einfach nur für mich zur Orientierung dienen später. Nun kommt noch der Kopf mit den Fühlern und den Augen. Und dann zeichne ich hinter diesem einen Segment noch 7 weitere Segmente, wobei ich dann zum Ende hin die Segmente immer kleiner werden lasse. Ganz zum Schluss male ich noch so einen Schwanz da rein, das einfach so ein kleines zackiges Segment sozusagen darstellt. Bevor ich das Ganze nun koloriere, helle ich das mit einem Knetradierer auf, weil je nachdem, welche Farben man verwendet, könnte es natürlich sein, dass die Vorzeichnung sonst durchschimmert. So, die Vorzeichnung ist jetzt fertig. Jetzt können wir mit der Koloration starten. Dafür nehme ich hier den Da Vinci Spin Synthetics in Größe 2, 2 Wassergläser und meine Aquarellfarben. Die sprühe ich jetzt schon mal an, damit die sozusagen aktiviert sind und ich nicht jede einzelne Farbe mit dem Pinsel einzeln anfeuchten müsste, sondern kann so gleich mit dem Pinsel da reingehen. Welche Farben ihr für eure Libelle verwendet, ist natürlich komplett euch überlassen. Da könnt ihr gerne mal herumexperimentieren und auch neue Farbkombis vielleicht mal ausprobieren. Ich habe hier zuerst mit der Nass-auf-Trocken-Technik die erste Farbe aufgebracht und dann in der Nass-Nass-Technik dieses Orangeliche damit reingetupft, sodass es ein wenig ineinander verläuft. Danach habe ich meinen Pinsel ausgespült und mit frischem Wasser bin ich dann so ein bisschen an den Rand von den Flügeln rangegangen, sodass die Farbe von den Flügeln in den Hintergrund reinläuft. Das finde ich immer so einen ganz schönen Effekt. Ihr könnt natürlich diese oder die Effekte benutzen, die ihr
möchtet. Also ihr könnt zum Beispiel auch mit Salz arbeiten oder mit Klarsichtfolie. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich auch in meinem Aquarelltechnik-Video und das lasse ich euch oben rechts mal einblenden. Übrigens noch ein kleiner Tipp, die Nass-in-Nass-Technik funktioniert bei Baumwollpapier meistens besser. Einfach aus dem Grund, weil Baumwollpapier ein wenig länger nass bleibt und man damit ein wenig mehr Zeit hat, die Farben ineinander zu vermahlen. Also wenn das bei euch also nicht so gut klappt, liegt es sehr wahrscheinlich nicht an euch, sondern am Papier. Weil bei Baumwollpapier geht das eigentlich relativ gut, dass man die Farben halt nass in nass ineinander vermahlen kann. Beim Körper der Libelle bin ich genauso vorgegangen wie bei den Flügeln und habe mit sauberem Wasser am Pinsel auch ein wenig die Farbe in den Hintergrund sozusagen laufen lassen. Zudem habe ich auch noch ein bisschen Farbe in den Hintergrund reingemacht und so laufende Tropfen sozusagen versucht zu imitieren, weil ich finde das immer recht schön bei einem Aquarell, weil ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein wenig mehr Aquarelleffekt. Ja, da das obere Flügelpaar jetzt so gut wie getrocknet ist, kann ich mit dem unteren Flügelpaar beginnen und laufe gar nicht so große Gefahr, dass die Farben sich von diesen beiden Flügeln ineinander vermischen. Ihr werdet gleich sehen, dass ich für die zweite Schicht von der Libelle einen kleineren Pinsel verwende, nämlich den gleichen Pinsel in der Größe 0. Einfach um mehr Details einbringen zu können, weil es eine feinere Spritze hat. Und wichtig ist auch hier, dass ich jetzt erstmal gewartet habe, bis alles getrocknet ist, bevor ich jetzt die zweite Schicht beginne. Also seid da wirklich geduldig und wartet, bis die Schicht getrocknet ist. Und wenn ihr nicht so geduldig seid, gar nicht schlimm, dann benutzt einfach einen Föhn auf wirklich geringster Einstellung und dann könnt ihr das ganz einfach auch trocken föhnen. Nun mit der zweiten Schicht bringe ich schon deutlich mehr Pigment ein und von Schicht zu Schicht werde ich jetzt auch detailreicher. Auch hier bringe ich schon ein wenig Kontrast mit rein, denn ich möchte auch, wenn es bunt ist, dass ein wenig Kontrast mit drin ist, damit das alles einfach ein wenig interessanter wirkt und nicht so flach und recht blass. Übrigens bin ich sehr gespannt, ob ihr die Libelle nachmalt oder wie ihr auch allgemein das Motiv findet. Schreibt das super gerne in die Kommentare und wenn ihr das nachmalt und bei Instagram zum Beispiel postet, nutzt da super gern den Hashtag VitasArtworks, also alles zusammen, klein und zusammengeschrieben. Und da schaue ich immer mal wieder rein und da würde ich dann auch eure Bilder sehen. Also nutzt dann gerne den Hashtag.
Nun bringe ich mit einem Schlepperpinsel von Da Vinci, den habe ich auch eben gezeigt, das ist der Nova, ein paar Details am Körper der Libelle ein, wie so kleine Schatten, ein wenig Struktur. Und ich zeichne bzw. male damit auch diese kleinen feinen Äderchen nach. Und zwar nutze ich für diese Äderchen dann einfach den Farbton, den ich da an der Stelle verwendet habe. Also die sozusagen da als untere Schicht schon dran, die da sozusagen schon zu sehen ist. Benutze diese nur ein wenig konzentrierter. Und somit hebt sich das von der unteren Schicht ab. Hier seht ihr das nochmal ganz schön, dass ich hier dieses türkisblaue ein wenig konzentrierter und somit dunkler nehme und an den anderen Stellen ein wenig dieses Orange konzentrierter verwende und es sich dadurch von der unteren Schicht abhebt. Wie viel Details ihr einbringen wollt, ist natürlich komplett euch überlassen. Schaut da einfach, was euch gefällt. Und ich sage immer, Aquarell hat auch so ein wenig ein Eigenleben. Und das ist auch gut so. Gebt auch ein wenig die Kontrolle ab und vertraut den Wasser und den Farben, was sie so machen. Also stresst euch da nicht so. Wartet erst einmal ab, vertraut den Prozess so ein bisschen und malt das Bild zu Ende und dann werdet ihr sehen, dass es, obwohl es vielleicht anfangs gar nicht so euren Erwartungen entsprochen hat, doch ganz cool aussieht. So, jetzt habe ich um den Körper zu den Flügeln hin das alles ein bisschen dunkler gemacht an den Flügeln, damit sich einfach der Körper noch ein bisschen besser abhebt. Und das gibt denen so ein bisschen nochmal mehr Tiefe und ein bisschen mehr Kontrast.
Ja, nun zeichne ich mit einem wasserfesten Liner die Details nochmal ein, zum Beispiel die Augen, die Fühler, und zeichne einige Sachen auch nochmal nach, einige feine Linien. Und wichtig für mich ist halt, dass es ein wasserfester Stift ist, weil wenn ich jetzt nochmal mit Aquarellfarbe darüber malen möchte, ist das kein Problem, denn es verwischt halt nicht. Und deswegen finde ich das für mich halt wichtig, dass sie wasserfest sind. Und ich benutze dafür gerne diese Micron oder Micron. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall diese Liner, die ihr gerade gesehen habt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und von daher. Ja, für helle oder weiße Details nehme ich jetzt einen Uni-Posca-Marker. Das bietet sich einfach sehr gut an. Man kann feine Linien damit ziehen und nochmal ein paar Sachen einfach hervorheben. Wie ihr seht, deckt das auch über den Aquarell natürlich sehr gut. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen weißen G-Stift nehmen oder zum Beispiel weiße Gouache. Das geht auch sehr gut. Ja, und schon ist meine Libelle fertig. Hier seht ihr sie nochmal von nahen. Und jetzt werdet ihr gleich nochmal meine anderen beiden Libellen von nahen sehen. Mit anderen Farbbeispielen sozusagen. Hier mit Orange und Rot und Grün und hier mit Rot und Grün. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt wie immer gerne ein Like, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und für mehr Videos schaut gerne hier vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bleibt natürlich kreativ. Tschüss.